Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist heute ein eher kürzeres und sehr, sehr spontan entstehendes Video. Ich habe für euch gerade ein anderes Thema eigentlich aufgenommen und wollte mich gerade an den Schnitt setzen. Da hat mich ein Kollege darüber informiert, dass Softube, eine wirklich absolut geniale Firma, die wirklich sehr, sehr gute Plugins macht, ein Plugin for free rausgibt. Das Ganze ist aber nur noch gültig bis zum 1.4., also müsst ihr wirklich schnell sein. Deswegen werde ich alle meine Videos um eine Woche verschieben, um euch das heute noch irgendwie zu droppen, dass ihr die Informationen bekommt und euch das Plugin einfach noch zulegen könnt. Es handelt sich um einen kostenlosen VCA-Kompressor, der gerade für einen Drumbus oder vielleicht auch für einen allgemeinen Mixbus sich besonders gut eignet. Und falls ihr noch keinen haben solltet, ist ein Softube-Kompressor auf jeden Fall nicht schlecht im Arsenal zu haben. Ich verlinke euch mal die Softube-Seite, wo ihr den abchecken könnt, unten in der Beschreibung, dass ihr da sofort drauf gehen könnt. Sichert euch auf jeden Fall diese kostenlose Kopie von dem Kompressor. Der kostet ansonsten 149 € und die können wir uns doch ruhig noch für ein anderes Plugin sparen. Auf jeden Fall werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Oberfläche des Kompressors und schauen, was er taugt. Ich habe euch dafür eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Ich habe den Kompressor jetzt einmal auf meinen Drumbus geladen und würde euch probieren, die einzelnen Regler bzw. Kompressorsektionen einfach mal so präzise zu erklären, wie es geht, da ich auch das ein oder andere Mal in die Manuals schauen musste, was der ein oder andere Regler mit dem Sound jetzt genau anstellen soll. Wir fangen auf der linken Seite an, auf der Compression Section. Hier haben wir quasi die Möglichkeit, ein Threshold einzustellen. Sobald dieser überschritten wird, fängt der Kompressor an zu komprimieren und mit der Ratio kann ich jetzt quasi einstellen, wie stark diese Kompression ausfallen soll. Hier unten haben wir noch Attack und Release, also die Attack sagt, wie schnell der Kompressor nach Überschreiten des Thresholds anfangen soll zu arbeiten. Und der Release sagt im Endeffekt nur, wann die Kompression wieder aufhören soll, ob sie jetzt eher lang anhaltend ist und smoother klingt oder ob es eine harte, snappy Kompression sein soll, wenn ich die Release etwas schneller stelle. Im mittleren Bereich des Kompressors haben wir noch die Möglichkeit, ein Make-up-Gain für die hohen Frequenzen zu nutzen, da nach der Kompression meistens die hohen Frequenzen etwas leiser als vorher klingen, haben wir hier die Möglichkeit, den hohen Frequenzen einen kleinen Boost mitzugeben. Daneben haben wir noch die Option des Stereo-Links und des Punches. Der Punch setzt quasi eine Art Low-Cut und boostet nochmal die Höhen zusätzlich nach. So stand es jedenfalls in den Manuals drinne. Die Sidechain-Filterung, dass wir bestimmte Frequenzen der Kompression ausklammern können. Und ein externes Sidechain-Feature ist natürlich auch mit dabei. Also eigentlich alles, was man bei einem Kompressor braucht. Auf der rechten Seite dann die Option, den Output anzupassen, dass ich quasi wieder Make-up-Gain aufhole und das Signal genauso laut mache, wie es vor der Kompression war, nachdem ich quasi Lautstärke und Dynamics rausgenommen habe. Dann haben wir noch einen Output Drive, der gibt nochmal so zusätzlich etwas Verzerrung mit sich und Dry und Wet, dass wir das Ganze quasi auch als Parallelkompression nutzen könnten und einen bestimmten Anteil des Originalsignals beibehalten könnten. Also der Kompressor hat eigentlich alle Einstellmöglichkeiten, die wir uns heutzutage von einem standardmäßigen Kompressor erhoffen. Jetzt wollen wir aber mal gucken, wie das Ding klingt.
Also eigentlich genau das, was ich von einem Soft-Tube-Kompressor erwartet habe. Der klingt unfassbar clean. Die Drums klingen jetzt sehr, sehr snappy und klingen dadurch auch einfach ein bisschen präsenter. Ich habe jetzt hier auch ruhig mit der Kompression ein bisschen mehr übertrieben und habe dann den Dry-Wet-Regler genutzt, wieder ein bisschen mehr von dem Originalsignal dazu zu fahren, dass die Drums nicht ganz so spitz geklungen haben, aber gerade durch diese Make-up-Funktion in den hohen Frequenzen hat es doch eine sehr, sehr schöne Auswirkung auf das Gesamtbild des Sounds gehabt. Und Leute, ich lege es euch wärmstens ans Herz. Holt euch den Kompressor noch in den nächsten 4 Tagen. Ihr werdet es, denke ich, nicht bereuen. Ich werde jetzt in Zukunft noch mal ein bisschen mehr ausprobieren. Vielleicht den Kompressor auch mal auf Vocals draufpacken oder auf einen Mixbus. Dafür habe ich heute leider nicht mehr die Zeit, das Ganze so bis ins Detail zu testen. Ich wollte euch jetzt einfach so schnell wie es geht die Informationen geben, dass ihr hier ein kostenloses Plugin abstauben könnt. Schreibt mir doch ruhig mal in die Kommentare, ob ihr euch den schon zugelegt habt oder ob ihr jetzt durch das Video darauf aufmerksam geworden seid und dann auf jeden Fall zugeschlagen habt. Ansonsten, wie gesagt, die Videos verschieben sich jetzt um ein paar Tage. Seid mir nicht böse drum, aber das wollte ich jetzt einfach primär noch rausdroppen, dass ihr das Ganze abstauben könnt. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video nächste Woche. Ich wünsche jedem von euch noch eine angenehme Restwoche. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, euer Jeff.